Den Winter, den finde ich auch einfach spektakulär mit den Stürmen. Das ist jetzt ja eher so eine Jahreszeit, wo du das Meer auch wieder richtig riechen kannst. Die Wellen werden größer, kann gut surfen. Es ist nichts Schöneres, als den Wind in den Händen zu halten. Wunderschönes Licht. Einsame Strände, raue See und Natur pur hier am nördlichsten Zipfel Deutschlands. Und das macht natürlich auch was mit den Menschen hier. Und auf dieses Zusammenspiel bin ich sehr gespannt. Wir entdecken jetzt gemeinsam Sylt. Ganz oben auf der Landkarte finden wir mit Sylt die größte nordfriesische Insel. Sie zeichnet sich durch ihre außergewöhnliche Form aus, ist 38 Kilometer lang und an ihrer schmalsten Stelle nur 320 Meter breit. Hier am sogenannten Ellenbogen findet der aufmerksame Spaziergänger ab und zu noch einen alten Sylter Schatz. Treibgut. Auch heute noch gibt es ein paar Insulaner, die gezielt danach suchen. Mit zwei von ihnen bin ich jetzt verabredet. Moin! Hallo! Wir gehen ein bisschen sammeln. Wir gehen heute sammeln. Welche Richtung geht's? Am besten Richtung Norden. Am besten Richtung Nord, ist immer richtig. Wie oft geht ihr denn sammeln hier? Mehrmals im Monat. Und guckt ihr nach sowas auch? Also ist das auch so ein Holz, das für euch interessant ist? Hätte ich jetzt fast übersehen. Ja, das, Ja. Hier, meine Augen sind überall. Ja, perfekt. Ist das gut? Das ist super, klar. Was da nachher draus wird, das wissen wir nicht. Ne? Also, aber das ist hier schon mal, das ist schon für uns Gold. Das könnte jetzt ein Regalbrett werden oder Könnte zum Beispiel ein Kerzenständer mit mehreren... Ja, genau. Du kannst bei mir anfangen. Also, Ja. Perfekt. Gut, und das kommt jetzt bei euch in die Kraxe hier Ja, in die das Tonne kommt rein? hier in die Tonne rein. Ja. Es ist gut, man entwickelt auch so einen Blick, oder? Manchmal fällt es einem direkt ins Auge, aber manchmal sind die halt auch ein bisschen verbuddelt. Guck mal da. Noch so ein Teil. Ja, was soll ich sagen? Ne? Das ist ein guter Abschnitt, oder? Guter Strandabschnitt. Das ist ein Goldstrand. Der Goldstrand. Auch das nehmen wir mit. Ja, guck mal, das hat auch. Oh, guck mal. Das hat auch gleich schön abgebrochen hier vorne. Das sind so Lieblingsstücke mit. Ich finde es ein fantastisches Produkt, was das Meer dir schenkt. Geformt von den Gezeiten, vom Wasser, vom Sand, vom Strand. Also toll. Da kann man tolle Schätze draus machen. Was hast du jetzt vor mit dem Treibgut, das wir gerade vorhin gefunden haben? So, das ist ja dein Stück, was du als erstes gefunden hast, was du gesehen hast. Und daraus bauen wir eine Teelichtbuhne. Du hast gesagt, du brauchst noch was zu Weihnachten. Das machen wir jetzt fertig. Teelichtbuhne. Ja, ich Okay. bin ein absoluter Buhnen-Fan hier auf Okay. der Insel. Und das heißt, wir bauen oder wir setzen diese Teelichtgläser hier rein. Dann hast du einen schönen Effekt zu Hause, ein schönes Licht abends. Und das sollten wir schnell hinkriegen. Bade, ich brauche einmal die Stichsäge, bitte. Ja, okay, bitte schön. Danke. So, dann gehen wir mal zur Bohrmaschine. Dann gucken wir mal, richten wir das mal eben aus. Bane, magst du mir mal eine Schraubzwinge geben? Ja. So. So, dann gucken wir mal, ob die Gläser passen. Das wäre doof, wenn nicht. Ja. Top.
1A, oder? Sehr gut. Kann nicht mehr runterfallen. Fast fertig. Ja, du musst hier auch, du musst den ganzen Stempel drin haben. Okay. Und jetzt zieh weg. Komm, nicht schlecht. Der sieht 1A aus. Oder? Ja. Bahnmann, ich bräuchte noch mal Schleifpapier, bitte. Ist immer ganz gut, wenn man jemanden hat, der was anreicht. Danke. Dankeschön. Ja, ist der Beste, ist der Beste. Ich habe vorhin beim Reingehen gesehen, in ein Geschäft, es gibt ja sowas wie Barbecue. Barbecue. Ja. Was ist das denn? Du bist Bo? Ich bin Bo Machst und Barbecue. ich bin leidenschaftlicher Griller, ja. Ja. Und der Barbecue, das ist ein Grill von mir, mit dem kannst du in der Wohnung grillen, am Strand, im Bulli grillen. Du grillst mit echtem Feuer, aber ohne Gestank und ohne Qualm. Ich kann aber wieder verstehen, dass das faszinierend ist. Bring out the barbecue. It's so good when it's cooked on the grill. Steak and ribs, get a burger or two. Let's do the barbecue dance. Let's do the barbecue dance. Okay. Jetzt kommt der große Moment, ich bin sehr gespannt. Das kann was. Am Watt, der Ostseite der Insel, geht's jetzt Richtung Kampen. Die sonst immer lebhafte Whiskystraße ist im Winter eher einsam und ruhig. Am Kampener Leuchtturm, auch Langer Christian genannt, geht's vorbei Richtung Munkmarsch. Moin, Kalle. Moin. Unter Surfern sagt man du, ne? Ja, gerne. Ja. Ich habe über dich gelesen, du hast die erste Windsurfschule der Welt gegründet. Wie kam es dazu? Das war ein Zufall. Ich habe in einer amerikanischen Zeitschrift geblättert und habe ein Briefmark, ein großes Bildchen gesehen von einem Original-Windsurfer. Und ich hatte gerade die Idee, eine Segelschule hier aufzumachen. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Wann war das? Wie alt warst du da? Das war 1972 und ich war 31. Und hier hat das alles angefangen, vor über 50 Jahren? Ja, völlig richtig. Und zwar nicht mit großem Aufwand, sondern was ganz wichtig war, ich habe als allererstes einen Simulator erfunden. Und das war ein umgebauter Klavierdrehstuhl, auf dem ich das Brett geschnallt habe. Und da konnte man so am Strand damit das Drehen, Wenden und Halsen üben. Echt? Das war natürlich ein Riesenerfolg, weil die Leute gar nicht nass wurden, bevor sie aufs Wasser gingen. Das heißt, seit 50 Jahren ist hier im Sommer jedes Mal Action. Hier ist der Teufel los. Ja? Ja. Hast du das damals schon gespürt, dass das wie so eine neue Trendsportart ist, wo alle draufstürzen? Also das war sofort zu spüren, weil die Leute kamen zu mir, das Fernsehen kam, die Presse kam, alle waren da hoch interessiert. Dadurch merkte man auch, dass das also wirklich der Funke übergesprungen war. Nicht? Nur durch den Klimawandel veränderte sich natürlich auch das Wetter. Und wir hatten dann eine ganze Zeit lang immer sehr, sehr viel Wind. Und das hat ein bisschen nachgelassen. Dafür ist das Wetter aber gleichmäßiger und schöner geworden. Und der Sport einfach allgemeiner. Nicht? Es ist nicht mehr die Höchstleistung, sondern es ist ein richtiger Volkssport. Gibst du selber auch noch Unterricht? Ja, selbstverständlich. Ja? Es gibt nichts Schöneres, als jemandem das beizubringen. Und der kann dann nach einer Viertelstunde, nach einer halben Stunde dann eigenständig mit dem Brett hin und her fahren. Wann standst du das letzte Mal selber auf dem Brett? Vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen? Ja. Echt? Du fährst noch? Natürlich, selbstverständlich. Ach was. Ja, das ist nichts Schöneres, als den Wind in den Händen zu halten. Und der Wind ist allgegenwärtig auf Sylt, selbst bei dem heute vorherrschenden Seenebel. Und
Unser nächstes Ziel ist ein absoluter Geheimtipp unter jungen Syltern. Toffré, das ist übrigens friesisch und heißt zufrieden. Mal sehen, ob ich gleich zufrieden da wieder rauskomme. Hallo Fabi. Moin Arndt. Na? Grüß dich, hi. Wie ist die Lage? Gut, ja, sehr gut. Du hast einen Laden mitten auf dem Campingplatz. Wir haben hier gewohnt, aus Wohnungsgründen habe ich mit meiner Frau hier 4 Jahre tatsächlich auf dem Campingplatz gewohnt, in einem Wohnmobil. Wir sind durch Zufall zu diesem Laden gekommen. Ich war Küchenchef in einem anderen Laden und habe eigentlich eine Location gesucht, wo ich einmal kurz für ein Catering was kochen kann. Okay. Und dann kam das eine zum anderen und dann wurde uns der Laden angeboten und wir haben ja gesagt, aus unerfindlichen Gründen. Das ist also ein Treffpunkt, wo man gerne isst und schnackt? Genau, wir haben es versucht, halt von Anfang an direkt erstmal auf die Sylter zuzuschneiden, dass wir Stammkunden haben, dass wir die Leute kennenlernen. Sondern wir wollten einen Ort schaffen, wo du herkommst. Und ich weiß ganz genau, wenn du morgens um 9 kommst mit so einem Gesicht, dann weiß ich, alles klar, der kriegt gleich seinen schwarzen Kaffee, dann kriegt er sein Croissant mit Butter und dann braucht er eine halbe Stunde, ist er aufgetaut und dann ist cool. Und dann ist er Toffré. Dann ist er Toffré, genau. Zufrieden, richtig. Ja. Genau, richtig. Ja, und was gibt's zu essen? Wir haben ein paar Frühstückssachen, frische Säfte, einen guten Kaffee. Du kannst von einem normalen Wein bis zu einem Jahrgang Champagner alles haben bei uns. Feel free. Du musst nicht, du kannst aber. So, Ja. und das ist eigentlich so unser... Alles ist möglich. Aber das klingt sehr groß, als wäre die Karte riesig. Nein, gar nicht riesig. Wir können halt nur vieles abdecken. Also dadurch, wir haben eigentlich eine relativ schmale Karte, aber haben immer wieder Tagesempfehlungen drauf. Wir gehen auf Wochenangebote ein von unseren Großhändlern und sagen, ey, wir haben geilen Fisch da, wir haben geile Muscheln da, ey, wollt ihr was damit machen? Ja, klar, gerne. Wir kennen unsere Kunden. Wir sagen, okay, ihr kommt zu viert, habt ihr Bock auf Tischmitte? Ich sage, okay, wir machen euch einfach Tischmitte, bis ihr Stopp schreit und dann ist gut. Und die wissen halt überhaupt gar nicht, was jetzt passiert, aber wir machen einfach. Ach so, das ist gar nicht so auf Bestellung, so nach dem Motto, okay, ich nehme jetzt die Currywurst oder nehme ich jetzt irgendwie das Brathähnchen, sondern die sagen, also pass auf, gib uns Genau, einfach, ey, bis wir satt sind feuerfrei, und genau. ihr könnt machen, was ihr wollt. Genau, das lässt uns einen kreativen Rahmen und wir müssen auch nicht immer so stur geradeaus das machen, was jetzt gerade gefordert ist, sondern wir können sagen, ey geil, ich habe da eben noch ein Stück Fisch, ich habe da noch ein Stück Fleisch oder whatever und können einfach irgendwie kreativ handeln und das macht uns auch mega Spaß. Was ist denn so euer Geheimnis, dass die Leute Toffré nach Hause gehen? Gezielt darüber nachgedacht haben wir nicht. Wir sind gerne Gastgeber. Ich glaube, das ist eigentlich so eine Kernkompetenz. Ich möchte gerne, wenn du zu mir kommst als Gast, dass du eine richtig gute Zeit hast. Diese kleine Zeit, die du hier verbringst, die möchte ich gerne maximal ausfüllen. Gut, geschafft. Ja, zufrieden. Toffré. Und wenn man so richtig Toffré isst, wird man gerne auch mal übermütig. Ist ja perfektes Badewetter heute. Keine Sonne, Wind und 6 Grad. Ja, und so erfrischt geht's weiter an einen ganz besonderen Ort, den man hier wirklich gar nicht vermutet. Ja, der nördlichste Weinberg Deutschlands, kann man sagen. Ich hätte gedacht, das geht gar nicht, weil es viel zu kalt ist und zu wenig Sonne hat. Geht Nee, doch. also wir haben sehr viele Sonnenstunden und weniger Niederschlag als Berlin zum Beispiel. Ja? Ja. Und die Tage sind ja länger auf Sylt. Das ist natürlich auch, muss man sagen, ein guter Werbeeffekt, ne? Weil man sagen kann, das ist der nördlichste Weinberg Deutschlands. Ja. Hat das schon so ein paar Fans auch angezogen, die sagen, oh, ich trinke jetzt nur noch den Wein? Ja, es gibt also zwei haben wir, die haben den als neuen Lieblingswein erkoren. 2 Ja, zwei Menschen. Du und wer noch? Mein Winzer, nein. Nein, 2 zahlende Gäste tatsächlich, ja. Okay, wie viele Flaschen macht ihr da pro Jahr? Also jetzt hatten wir vom 23er sind es knapp 2000 Flaschen. Oh, okay, Ja. das ist schon exklusiv dann, ne? Ja, und jetzt wird es weniger vom 24er. 22er war der erste Jahrgang, waren nur 320 Flaschen. Okay. Ja. Das klingt nach exklusiven Geschenken oder so für Freunde, Ja. Bekannte. So. Aber schmecken soll es auch. Also unser Anspruch ist, dass es gekauft wird, weil es schmeckt und nicht, weil Sylt draufsteht. Ne? Ja. Und, aber wird es auch hier auf Sylt getrunken? Wird der Wein getrunken hier? Oder?
Ja, Schon. viel. Ja. Die dann auch so Kooperationen mit Gastro hier. Ja, wenig. Also die Supermärkte nehmen viel ab, weil natürlich ein beliebtes Mitbringsel noch. Ja. Ist das eine besondere Sorte oder geht hier alles? Wir haben Solaris hier. Das ist eine pilzresistente Rebsorte. Weil hier oben in dem Pflanzenschutz, für das haben wir nicht so wirklich Zeit. Ja. Obwohl der Wind sehr viel hilft, weil alles immer schnell abtrocknet. So wenig Pilzbefall wäre, aber ja. Und euer Wein heißt Söllwin. Warum Söllwin? Weil Söll, das friesische Wort für Sylt, ist okay. Wien natürlich Wein heißt. Ja. Okay, und normalerweise, jeder, der unsere Sendung kennt, würden wir an dieser Stelle den Wein probieren. Aber diesmal machen wir es anders. Wir probieren dann später. Unser Weg zum nächsten Ziel führt uns an der idyllischen Severinskirche vorbei, eine der beliebtesten Hochzeitskirchen Deutschlands. Das Kapitänsdorf Keitum ist wohl das schönste Dorf der Insel. Hier haben sich mit dem aufkommenden Walfang Mitte des 17. Jahrhunderts reich gewordene Sylter Kapitäne niedergelassen. Viele dieser Kapitänshäuser existieren noch und werden liebevoll gepflegt. Zum Beispiel vom Sylter Söllringverein. Und dieses hier sollte man unbedingt gesehen haben. Wie viele Häuser sind damals abgebrannt, weil das Feuer zu groß wurde und das Reetdach Feuer gefangen hat? Oh, das kam regelmäßig vor. Feuer war ein Riesenproblem, aber die Bewohner haben zu dieser Zeit viele schlaue, gute Erfindungen auf den Weg gebracht, wie zum Beispiel dieser Lichtstockhalter, um eben Feuergefahr zu vermeiden. Mhm. Und wie funktioniert der jetzt? Im Grunde ist das eine gewöhnliche Kerze, Ja. die ein bisschen anders aussieht, aber wir haben hier oben im oberen Bereich so eine Spannenfunktion, so eine Schere. Und wenn diese Kerze runterbrennt, läuft diese Schere zusammen und unterbricht den Feuerfluss. Also das sieht schon alles sehr elegant und edel aus. Was war denn das für ein Bewohner hier? Ja, bis auf einen Bewohner, die dieses Haus besessen haben, waren es alles Kapitäne. Und das sieht man, das ist reichhaltig. Wir haben ein Samovar, das Diorama, das ist ganz eng verbunden mit der Seefahrt. Also der Kapitän, Walfang, Seehandelsschifffahrt dann später, die haben das nötige Kleingeld erwirtschaftet und eben sich solche prachtvollen Häuser auch leisten können. Da hat Kapitän Hansen drin geschlafen. Das ist sauklein. Waren die alle so klein damals noch? Die Menschen waren nicht kleiner. Das ist eben der Irrtum, den wir oft heute annehmen, sondern die Menschen haben eine andere Schlafkultur gehabt. Wir haben halb sitzend, halb liegend geschlafen, also ein großes, dickes Kissen zur Innenseite des Hauses gebettet und dann sich quasi so halb sitzend zum Schlafen gelegt. Echt? Besonders interessant ist eben der Aberglaube, dass wenn man quasi im Liegen schläft, so wie wir heute, also im Liegen im Horizontalen, dann sieht das aus, als wäre man tot. Und dann kommt der Tod nachts und nimmt einen mit. Das ist jetzt ganz einfach runtergebrochen. Und die Antwort darauf ist, dass man sich einfach ein bisschen höher bettet. Da hat der Tod überhaupt keine Chance. Der Tod hat keine Chance. Also hier war es ziemlich kalt. Wo ist denn der wärmste Raum im Haus? Der wärmste Raum ist letztlich der befeuert wird, das ist die Köf. Der Alltagsraum, die Döns, letztlich auch in diesem Grundriss. Ja. Ja. Da können wir gerne einmal hingehen. Der Gedöns. Gedöns. Döns. Ja. Okay, da kann man sich vorstellen, dass da heiß wurde in dem Ofen. Es sieht ja fast aus wie so ein Safe. Ja. Das ist ein Safe und wenn wir da wieder schauen auf die Feuergefahr, sind wir hier richtig safe. In dem Sinne, weil wir nicht das gewöhnliche Kaminmodell haben, wie wir es kennen, sondern ein Bilegerofen, Beilegeofen. Die Wärme wird von hinten, von der zentralen Feuerstelle beigelegt und eben nicht hier aktiv befeuert. Haben wir einen Feuerschutz hier drin. Ja.
Und total schön verziert mit Messing, weil es so schön ist, oder hat es auch einen praktischen Nutzen? Diese Messingknubbel hier, die waren aufgedreht über ein Gewinde. Und Messing nimmt ja relativ schnell Wärme auf und speichert die ganz gut. Und dann kann ich eben als Handtaschenwärmer, wenn ich in die Kirche gehe oder zum Nachbar, zum Schnack, kann ich diese im Winter abschrauben, mitnehmen, in die Handtasche rein, in die Jackentasche und habe ein bisschen Wärme dabei. Das ist wunderbar. Ja. Und wenn ich da dran fasse, ist es heiß? Das ist ganz interessant. Wir brauchen ja sehr, sehr viel Hitze, um sowas heiß zu bekommen. Insbesondere, wenn wir das indirekt befeuern. Und da muss man noch mal drauf schauen, was für ein Feuermaterial man auf einer Insel hat, die eigentlich im Grunde baumlos ist. Und wir haben nur minderwertiges Feuermaterial in Masse zur Verfügung. Zum Beispiel Dung, Schafdung, der getrocknet wird, mit dem man ganz gut Feuer machen kann, oder eben Heidekraut. Aber damit kriege ich nicht eine Hitze hin wie mit einem Buchescheit, mit einem Hartholz. Also die haben mit dem Schafdung genommen und Heidekraut zum Heizen. Genau. Vom beschaulichen, am Watt gelegenen Keitum geht's dann nach Westen, Richtung Brandungsseite. Direkt ins quirlige Westerland, dem größten Ort der Insel. Dort besuchen wir einen Laden mit besonders süßem Inhalt. Das ist jetzt Bonbonmasse. Genau. Okay, gut. Da färben wir jetzt ein. Ja, wir machen unser Herz weiß. Melanie, warum hast du gesagt, Sylt braucht unbedingt eine Bonbonmanufaktur? Wie bist du auf die Idee gekommen? Es war so, wenn du noch mal von vorne anfangen könntest, was würdest du machen? Einen Bonbonladen wie Pipi Langstrumpf. Okay, das hast du so gesagt und irgendjemand hat gesagt, ja, machst du nie im Leben. Und ein Freund von mir hat gesagt, ja, okay, kennst du die Bonbons, wo so Motive drin sind und so? Wir müssen jemanden finden, der uns zeigt, wie das geht. Das habe ich nämlich gesehen. Ja, ich würde schon mal nebenbei ein bisschen hier... mach ruhig nebenbei. Du hast es geschafft, Sylt als Form in die Bonbons reinzumachen und hier sogar Sylt als Schriftzug. Wie geht das denn? Wir machen jetzt gleich mal ein Herz, damit du ein bisschen Vorstellung davon kriegen kannst. Bonbon über den Haken. Das ist die Nummer mit der Kraft. Hier rüber gezogen und verändert dadurch, zack, seine Farbe. Es fängt aber eigentlich an zu glänzen. Irgendwann wird es weiß. Ich habe hier die große Masse überlassen für die großen Muskeln. Genau. Und an den Seiten runterziehen. Mit Kraft. Dann machen die das mit viel. Richtig heiß noch, ne? Wichtig bei der Bonbonherstellung ist neben dem Rezept eben auch die richtige Temperatur. Wir brauchen jetzt erstmal eine Form, die nachher zu einem Herzchen werden kann. Darum kommt es jetzt hier rein. So. Ja. Und kann man es noch nicht vorstellen, aber... Ja. Und jetzt lassen wir das noch mal hier einen Augenblick stehen. Ja. Ach so, okay, durch diesen... Das wird jetzt quasi genau, das Herz. das wird jetzt die Spitze vom Herz da unten drin. Jetzt kommt sozusagen der Po vom Herz. Wir drücken dem jetzt hier so ein... Siehst du, dass das jetzt hier unser Herzchen wird hier? Zack. Das Motiv rein. Ja. Jetzt kann man das schon ganz gut erkennen, oder? dass das jetzt so ein Herzchen werden Das ist ein wird. Herz, oder? Das geht durch. Guck mal hier so, schwupps. So. Aber du brauchst auch eine Rolle, ne? Also Das ist die Nummer mit schnell und Sport. Dann wird die Bonbonmasse um das Herz gelegt und losgerollt. so, das sieht für mich jetzt schon sehr, sehr gut aus. Ja, du hast super gerollt. Jetzt verjüngen wir das an einer Stelle. So, jetzt lassen wir der Schwerkraft noch ein bisschen ihre... Ja. Ja. Und jetzt fangen wir an, hier zu ziehen. Ich fange mal hier an zu ziehen. Fast ein bisschen warm. Und dann legt man das ab und hier drin ist dann ein bisschen verformtes. Aber hier drin ist dann das Herz. Und Melanie, du bist doch Ursylterin. Ist das noch ein guter Ort? So als quasi echte Sylter, weil so viele Touristen da sind? Ich mag Menschen. Und dann ist es doch eigentlich egal, ob sie hier leben oder ob sie zu Besuch sind. Und ich finde Touristen auch falsch. Sind es nicht Nicht? Gäste? Okay. Ja, Gäste, Willkommenskultur. Das heißt, du magst die Gäste, die hierher kommen nach Sylt und die sind aber jetzt auch nicht immer da. Jetzt zum Beispiel im Winter ist total ruhig. Magst du die Jahreszeit gerne?
Also tatsächlich finde ich, erstens haben wir ja auf Sylt irgendwie immer die Möglichkeit, Ecken zu finden, die irgendwie auch ruhig sind. Und ja, ich mag jede Jahreszeit. Das ist jetzt ja eher so eine Jahreszeit, wo es ruhiger wird, wo der Laub fällt, wo du das Meer auch wieder richtig riechen kannst. Oh, guck mal, das ist super. Und direkt neben der Bonscherei treffe ich jetzt Neptuns Söhne. Das sind junge Sylter, die sich zur Aufgabe gemacht haben, regionale Produkte der Insel herzustellen und zu vermarkten. Und bestimmt kann ich da jetzt auch den Söllwin probieren. So, das ist jetzt der Söllwin. Schön. Ja. Welchen Bezug habt ihr zum Söllwin? Also wir sind befreundet mit Bernd Müller und Familie. Ja, haben bei der Ernte mitgeholfen. Das heißt, trinken ihn gern. Prost. Prost. Cheers. Echt gut. Hätte ich nicht gedacht, dass der so fruchtig, also so ein richtiger schöner Sommerwein, den man am Strand trinken kann. Ja, wenn du die Trauben zum Beispiel frisch erntest und probierst, dann finde ich, ist enorm, was für eine Süße in den Trauben drin steckt. Also dafür, dass es im Norden ist, erwartet man es so nicht. Und das ist aber das, was überrascht. Also ihr seid Neptuns Söhne. Ja. Wie kommst du zu dem Namen? Ja, irgendwie, als wir mit der ganzen Idee begonnen haben, hatten wir erstmal gar keinen Namen. Ne? So, das war einfach, wir haben Spaß an dem Tun gehabt. Ja. Und da haben wir gedacht, so, naja, was verbindet uns? Und das ist das Surfen. Ne? Und irgendwie sind wir damit natürlich, weil es das Meer zusammenbringt, auch Neptuns Söhne. Also ihr habt noch mehr regionale Produkte. Welche sind das denn? Sylter Rapsöl. Ja. Das produziere ich zusammen mit dem Landwirt hier. Die Rapspflanze steckt 11 Monate in Sylter Erde. Das ist ein kalt gepresstes Rapsöl. Schön für einen Salat oder einfach zum Verfeinern von Speisen. Ja, die Flasche sieht so ein bisschen aus, als würden die Leute so das an den Strand mitnehmen und sich einreiben, um braun zu werden. Dafür wird es nicht benutzt. Hat noch keiner probiert, glaube ich. Okay, also falls jemand testen möchte, ich bin gespannt aufs Ergebnis. Riecht wahrscheinlich auch dann lecker auf der Haut. Ist euch das wichtig, dass ihr regionale Produkte herstellt und vermarktet? Es gibt eben viele Produkte, die schreiben Sylt drauf, aber es ist nicht zwangsläufig Sylt drin. Und irgendwie ist schon das, was wir toll finden und was uns begeistert, eben der Ursprung der Insel. Ja, also muss schon auch Sylt drin sein, damit man es draufschreiben kann. Und genau beim Gin zum Beispiel, ne, Beeren von der Insel. Wo seht ihr denn Sylt gerade so? Also wo geht's hin die nächsten Jahre? Wo steht ihr gerade mit Sylt? Sylt hat, glaube ich, eine Zeit lang verpasst, sich neu zu erfinden. Also man hat sich ein bisschen darauf ausgeruht, dass es so funktioniert. Und ich glaube, da ist so eine Wende gerade irgendwie. Das sieht man auch im Tourismus teilweise, dass angefangen wird, auch auf die für ein jüngeres Klientel sich einzuschießen. Ich glaube, Sylt bietet schon Platz für Leute, die Lust haben, was anzuschieben. Und die Menschen, die hierher kommen, sind auch gierig darauf, eigentlich was Neues zu erleben. Weil Sylt kennt man. Sylt hat auch ein Klischee, aber es passiert hier halt einfach viel mehr als das. Und deswegen ist da eigentlich, glaube ich, Raum, um irgendwie neue Sachen anzugehen und zu schaffen. Sylt im Herbst oder Winter, ist das schon anders als im Sommer? Wie erlebt ihr da die Insel? Naja, wir kommen selber mal ein bisschen zur Ruhe. Ne? Also wir haben alle eine anstrengende Saison hinter uns. Wir blühen jetzt auf, wenn alle zu Hause bleiben. Zeit zum Durchatmen und zum Aufblühen eigentlich tatsächlich. Ja, familiär Ruhe finden, all das, was so sonst so ein bisschen zu kurz kommt. Die Wellen werden größer, kann gut surfen. Ja. Auch wenn das Wasser kälter wird, ist das die perfekte Jahreszeit. Ne? Es geht los, so gibt die ersten Stürme. Ja. Eigentlich auch die richtige Zeit, um den Gin zu probieren. Auf jeden Fall, die ist eigentlich immer da, aber das machen wir später. Da lassen wir uns was einfallen, was Besonderes. Habt ihr noch was vor? Gut, dann später. Dann erstmal den Söllwin. Cheers. Cheers. Über die Friedrichsstraße geht's an den Westerländer Strand. Bei Sonne ist die ganze Westküste der ideale Platz für perfekte Sonnenuntergänge, wenn das Wetter passt. Unser Weg führt an Rantum vorbei, zu der berühmtesten Strandbude Deutschlands.
Ich freue mich ganz besonders, dass Gründer und Seniorchef Herbert Seckler sich Zeit für eines seiner selten gewordenen Interviews nimmt. Herbert, dieser legendäre Ort war eigentlich mal ein Kiosk, ne? Ja. Wie hat das alles angefangen? Ich war jung und dumm, hab gedacht, ich kann vom Kiosk leben. So einfach war das. Na, es ist abgebrannt, 82. Und da waren dann so viele Schulden mit dem Neuen, da wusste ich, das geht nicht mit Kiosk. Und da habe ich überlegt, die Schulden kann ich nicht zurückzahlen, dann mach halt ein paar mehr und bau richtig. Und dann stand ich da und dann halt Glück gehabt, dass das angenommen wurde. Dann hast du ja quasi auch von diesem Inselboom damals profitiert. Ja. Kann man sagen. Wahrscheinlich, ja. Ja. Das heißt, man braucht auch ein bisschen Glück im Leben, hä? Ja. Ja. Glück ist schwer definierbar. Was ist Glück? Ja, gut. Die viele Arbeit Glück oder schön gemütlich? Also ich fange jetzt schon an, Schwäbisch zu schwätzen. Ja. Du kannst auch noch, gell? Du schwätzt auch noch Schwäbisch. Also so wie jetzt rede, so rede ich immer. Ich habe mich nie verstellt oder gebe mir da keine Mühe. Aber bist du jetzt nur auf der Insel? Nur auf der Insel. Das ganze Jahr über? Ja. Kommst du noch mal runter von der Insel oder machst du... Nee, echt nicht? Also, nee. Für Spaß und Tollerei fahre ich nicht mehr weg. Nee. Nee. Das heißt, du kennst ja alle Jahreszeiten dann hier. Ja. Was gefällt dir besonders am Winter hier auf der Insel? Ja, das ist halt wunderschönes Licht. Dann ist halt kalt, dann da unten das Meer, wenn da ein bisschen angezogen ist. Das ist einfach schön. Das Schöne aus Sylt ist halt, du willst deine Ruhe, läufst 5 Minuten. Ja. Da hinten ist gar nichts und da auch nicht. Das ist schon gut hier. Wir haben, glaube ich, 48 Kilometer Sandstrand. Ja. Da, wie viele Leute willst du da hinpacken? Ja. Genießt du das dann auch? Ja, eigentlich ist schon auch witzig, wenn es voll ist. Weißt du, so unterhaltsamer. Die Zeit geht halt schneller rum, je mehr los ist. Arbeitest du immer noch? Jetzt jeden Tag? Jeden Tag. Macht das nicht nur mit deinem Sohn oder so? Oder? Macht schon viel, aber ich bin jeden Tag da. Ja? Ja. Kannst du nicht loslassen? Doch, aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Also. Nee, das ist witzig, hier morgens hochgehen. Also um 12 sitze ich immer da. Bist du Sylter geworden? Nee, bin Schwabe. Oh, ja, das schon noch, ja. Ja, klar. Das wird man nicht. Das ist mein Zuhause und ich fühle mich hier wohl und ich will hier bleiben, aber meine Heimat ist schon da unten. Der Schwäbische Alb ist ja auch schön. Ja. Legendär ist ja auch die Currywurst hier. Ne? Das ist ja irgendwie ein Gericht, das immer relativ günstig ist. Ne? Bei uns nicht. Nee? Nein, aber im Vergleich zu den anderen Sachen? Ja, So? sicher. Aber die Currywurst, das war halt so ein bisschen Standard, ging halt schnell. Und dann hat die Air Berlin damals das an Bord verkauft. Seither ist der Riesenboom mit dieser Currywurst. Kannst du noch ein bisschen genießen auch? So Ja. hier? Das schon. Was machst du, wenn du genießt? Oh, das, was ich vorhin erklärt habe. Ich setze mich hier oben hin und rede mit jedem, dann gehe ich ins Meer, dann habe ich einen guten Fernseher, so, meinen Garten und... Das reicht? Reicht. Ja, so glücklich sein. Ja, reicht das. Um Sylt richtig zu verstehen, muss man so viel wie möglich von der Insel gesehen haben. Deswegen bewegen wir uns jetzt an der Brandungsseite weiter an die Südspitze, nach Hörnum. Diese Tetrapoden hier dienen dem Küstenschutz. Einige sehen aus wie Robben. Und wenn wir Glück haben, sehen wir hier auch ein paar echte Kegelrobben. Biologin Angela Schmidt hält schon Ausschau. Und Angela, hast du schon was gesichtet? Ein paar Robben? Nee, leider heute noch nicht. Noch nichts in Sicht außer Vögel. Okay, wie lange muss man so warten, um welche zu sehen? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal hast du Glück und du gehst an den Strand und siehst sofort immer mal einen Kopf rausgucken. Und manchmal hast du Tage, da siehst du wirklich kein einziges Tier irgendwie. Ja. Kommt ihr jeden Tag hierher an den Strand, um zu gucken? Also im Winter laufen wir tatsächlich den Strand jeden Tag einmal ab und gucken, ob wir irgendwie Jungtiere von den Kegelrobben finden. Im Sommer natürlich nur mit den Gästen, wenn wir Führungen machen oder so, aber im Winter wirklich jeden Tag. Was ist da eure Aufgabe?
Unsere Hauptaufgabe ist es, eher als die Gäste und die Insulaner am Strand zu sein, dass wir eben schauen, ob wir Jungtiere von den Kegelrobben finden und dann eben zu entscheiden, geht es denen gut, geht es denen nicht gut, und ja, das ist unsere Hauptaufgabe dann. Habt ihr so eine ungefähre Ahnung, wie viele Robben es gibt hier? Also wir wissen, dass es im Wattenmeer, zumindest letztes Jahr, um die 10.500 Tiere gab, und die Population der Kegelrobben steigt auch jedes Jahr. Okay, das heißt, denen geht's gut? Denen geht's gut, zum Glück wieder. Denn die waren ja kurz vorm Aussterben. Wie viele Jungtiere sind dann so im Jahr hier am Strand? Es ist total saisonabhängig. Wenn wir viele Stürme haben, finden wir mehr Tiere hier am Strand. Dann können es mal 10, 15, 20 sein. Wenn es natürlich ein recht ruhiger Winter ist, dann kann es manchmal sein, dass wir vielleicht nur eine Handvoll finden. Wollen wir mal welche suchen gehen? Können wir mal losgehen, Ja. mal schauen. Vielleicht haben wir ja Glück. Die Babys von den Kegelrobben sind richtig süß. Die sind so 50 cm groß ungefähr und ganz flauschig weiß. Ja. Das nennt man das Lanugo-Fell. Die werden noch mit ihrem Embryonalfell geboren. Und deswegen tarnen die sich auch richtig gut in dem Sand. Also wir sehen die manchmal auch ganz, ganz schlecht. Und haben ganz große schwarze Knopfaugen. Also wirklich ganz zuckersüß. Aber die können natürlich dann heranwachsen zu einem 2,30 Meter Bullen mit knapp 300 Kilo. Also Und dann sind die nicht mehr so kuschelig und sind gefährlich? ja, die sind das größte Raubtier Deutschlands. Ja? Also da würde ich schon mich in Acht vornehmen, ja. Und jetzt ist so die Zeit, wo dann auch die Jungtiere zur Welt kommen? Von den Kegelrobben. Ja. Genau. Jetzt im Winter, ab Mitte, Ende November werden die ersten Kegelrobben geboren. Im Gegensatz zu den Seehunden, die im Sommer geboren werden. Also deren Jahresverlauf ist genau Gegenläufig. Hast du so eine Lieblingsjahreszeit hier auf der Insel? Ja, in meiner Busch lagen so zwei Herzen. Das ist einerseits so der Sommer natürlich, wenn man nach Feierabend auch noch mal den Strand genießen kann. Aber den Winter, den finde ich auch einfach spektakulär mit den Stürmen. Man hat den ganzen Strand für sich alleine. Also es ist wirklich eine schöne Zeit auch im Winter. Das heißt, du hast auch ein bisschen dein Herz hier an diese Insel verloren. Ja, schon. Also die Natur ist natürlich unschlagbar. Was mich an Sylt besonders beeindruckt, diese schier unendlich langen Strände und bewachsenen Dünen. Dahinter die süßen Backsteinhäuser. Die Insel hat so viele Gesichter, einfach wunderschön und auch jetzt im Winter Idylle pur. Die Liebe zur Natur zeichnet auch die Menschen aus, die wir als nächstes besuchen. Dazu müssen wir wieder in den Norden, in den Lister Hafen. Hier in List bin ich jetzt verabredet mit Mitarbeitern des Alfred-Wegener-Instituts. Die sind ja vor allem bekannt für ihre Polarforschung. Aber mindestens genauso wichtig ist die Forschung hier im Sylter Watt. Und das gehört zum Naturpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Das ist streng geschützt und ein extrem wichtiger Lebensraum. Und da fahren wir jetzt raus. Die Wattenmeerstation existiert schon seit 100 Jahren. Grund war das Verschwinden der europäischen Auster durch Überfischung. Man kennt sich also aus mit dem Naturschutz. Die Forscher nehmen regelmäßig Wasserproben. Meistens machen wir das so, dass wir so 3 bis 4 Minuten hinterher ziehen lassen. Es muss ja wieder vergleichbar sein. Weißt du was? Ja. Die darfst du auch runterhalten. Ja, okay. So. Boah, da ist ja richtig Schmodder drin. Nicht wahr? Wunderschön. Jetzt. Gut, jetzt drehst du den Hahn auf, oder? Jetzt drehen wir den Hahn auf und hoffen, dass da... Ah, ja. Sehr gut, Ja. Warte. Ha, da sieht man es auch schön. Jetzt bin ich sehr gespannt, was wir für Lebewesen sehen. Also du tauchst da richtig ein mit deiner Linse ins Wasser. Wow. Genau, das, was wir hier oben sehen, ist schon die erste Kieselalge. Die heißen auch Diatomen. Und man sieht auch schon da die Chloroplasten. Das ist schon genau wie bei den Bäumen, dass die halt mit Hilfe von ihren Chloroplasten Zucker aus Licht produzieren. Und so bekommen die ihre Energie. Ja, genau. Auf was schaut ihr denn jetzt? Worum geht es denn bei der ganzen Forschung?
Also was man an der Langzeitreihe direkt sehen kann, ist, dass sich die Nordsee innerhalb der letzten Jahrzehnte um 2 Grad ungefähr erwärmt hat. Das ist schon sehr wichtig zu wissen, weil die Nordsee eines der Randmeere ist, die sich am schnellsten erwärmt weltweit. Was wir schon sehen können, hier bei unserem Plankton zum Beispiel, ist, dass welche von den Kaltwasserarten nicht mehr so oft da sind, aber von den Warmwasserarten noch mehr aufgetaucht sind. Ah, okay. Das heißt, die passen sich da an, beziehungsweise die einen kommen und die anderen gehen. Ja, ja, Kann man sagen. Moin Knut. Moin. Was macht ihr hier? Moin, herzlich willkommen in unserer Mesokosmen-Anlage. Mesokosmen? Mesokosmen, genau. Also ein Mesokosmos ist die Schnittstelle zwischen Laborexperimenten, die unter hochkontrollierten Bedingungen stattfinden, und Feldversuchen. Und was untersucht ihr dann hier? Tiere, Lebewesen? Dadurch, dass wir mit unserer Mesokosmenanlage verschiedene Umweltparameter verändern können, wie zum Beispiel pH-Wert, Temperatur, Lichtverhältnis und auch den Gezeitenzyklus, können wir hier Lebensgemeinschaften im Watt untersuchen, wie die sich auf zukünftige Klimaszenarien verhalten würden. Dann ist es ja quasi so eine Art Zukunftsforschung. Was könnte passieren, wenn? Das ist korrekt. Wir können hier mit diesen Mesokosmen Klimaszenarien bis ins Jahr 2100 nachvollziehen und diese Lebensgemeinschaften uns anschauen, was passiert. Zum Beispiel, wie verändern sich Stoffwechselraten von Organismen, kommen neue Arten hinzu, wandern neue alte Arten oder einheimische Arten ab. Mhm. Das heißt, sowas zum Beispiel, wenn das Wasser wärmer wird, dann fühlen sich manche gar nicht mehr wohl hier, ne? Genau, es ist so, dass der Klimawandel ist ein Fakt, aber der Klimawandel hat natürlich auch nicht nur negative Auswirkungen. Einige Arten profitieren von dem Klimawandel, zum Beispiel von wärmeren Temperaturen, die dann aus dem Mittelmeerraum hier in die Nordsee wandern, und aber einheimische Arten dafür aus der Nordsee abwandern in kältere Gebiete. Zurück am Ellenbogen sind die Auswirkungen des Klimawandels millionenfach zu sehen. Hier im Königshafen breitet sich die pazifische Auster ungehemmt aus. Zum Leid der einen, zur Freude der anderen. Sönke, das ist ja der Wahnsinn. Sind das alles Austern? Das sind ja Millionen. Ja, tatsächlich. Also hier ist eine Austernbank. Die besteht eigentlich nur aus Austern und Miesmuscheln. Und kommst du regelmäßig hierher, um dir einfach ein paar Austern zu holen, um zu snacken? Oder? Ja, tatsächlich. Also das ist eine gute Möglichkeit. Viele Leute bezahlen viel Geld dafür. Und wenn man weiß, wo im Watt, wann man die sammeln kann, dann ist es eine gute Möglichkeit, sich selbst irgendwie mit Austern einzudecken. Aber darf ich das auch als normaler Tourist? Eigentlich nicht, nee, tatsächlich. Man braucht eigentlich Guter, wichtiger Hinweis. Genau. Also man braucht einen Angelschein bzw. Sportfischerprüfung, um das machen zu dürfen. Das heißt, wir können uns jetzt auch einfach welche einsammeln hier. Genau. Schon an Land mehrere Tage groß? Das ist ja auch, was da alles dran ist, ne? Die hier und alles, kleine Krebstierchen, die da rumrennen und so. Boah, ich finde die total schön. Ja. Okay, ich nehme mal die kleine, okay? Jawohl. Gut, also Limette, Genau. ja? Limette macht auf jeden Fall Sinn. Gar nicht zu viel. Okay, für den Christian ist es nichts, weil er Vegetarier ist. Genau. Jetzt noch den versprochenen Gin drauf. Und dann schlürfen wir das da raus. Genau. Und kauen aber auch, Die ne? ist gelöst, genau. Schlürfen es und kauen es. Und dann macht man weiter am besten Fall. Also, ne? Genau, ein bisschen kauen und dann runterschlucken. Okay. Ja. Gut. Cheers. Cheers. Jetzt ist die Limette weg. Dann kommt die Austern. Ist glibberig, aber ich finde es echt okay. Oder? Komm, wir machen noch eine. Ja, machen wir noch ein bisschen drauf. Ein paar Spritzer. Ja, nicht viel. Ja, könnte ich mich dran gewöhnen, mit euch hier Austern zu essen. Also Sylt, wirklich eine tolle Erfahrung, wunderschöne Insel. Ich komme gerne wieder und Das esse machen mit wir euch jeden Freitag so. ein paar Austern.